Guten Morgen aus Zermatt. Gleich vorweg, wir haben so viel gesehen, dass wir uns ehrlich gesagt nicht entscheiden konnten, was wir rein und rausschneiden sollen. Deshalb, dieser Film wird länger sein wie geplant. Aber wir hoffen, euch gefällt, was ihr seht. Wir waren oder besser sind immer noch total beeindruckt vom Matterhorn und Zermatt hat uns einfach nur gut gefallen. Da wollen wir euch nichts vorenthalten. Die Rückfahrt nach Deutschland war jetzt nicht wirklich spektakulär, deshalb gibt es einen kurzen Rückblick auf unsere Tage in der wunderschönen Schweiz schon am Ende dieses Videos. Wir haben wunderbar geschlafen, kein Wunder in diesem tollen Hotel. Und beim Aufwachen der Blick auf das Matterhorn, so kann der Tag gerne starten. Das Hotel heißt Jägerhof und wir können es wirklich nur uneingeschränkt empfehlen. Beim Buchen sollte man direkt darauf achten, ein Zimmer mit Matterhornblick zu ergattern. Der Aufpreis ist es wirklich wert. Das Frühstück hier im Hotel ist noch üppiger als in St. Moritz. Eine tolle Auswahl frischer regionaler Speisen und Zutaten und wir essen mehr, wie wir wollen. Aber wir müssen ja auch gut gestärkt in den Tag, denn wir haben etwas vor. Wir wollen hoch hinaus. Sehr hoch. Das Matterhorn ist nicht nur der Werbeberg der Toblerone. Es ist wohl zweifellos das Wahrzeichen der Schweiz und es befindet sich in den Walliser Alpen an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien. Die markante pyramidenförmige Spitze des Matterhorns liegt auf einer Höhe von 4.748 Metern und die Erstbesteigung im Jahr 1865 durch Edward Whymper und seinem Team war ein Meilenstein in der Geschichte des Bergsteigens. Jedoch auch von tragischer Bedeutung, da 4 Mitglieder des Teams während des Abstiegs ums Leben kamen. Heute ist das Matterhorn eine der beliebtesten Herausforderungen für Bergsteiger aus aller Welt und zieht jedes Jahr Tausende von Abenteurern an, die den Gipfel erklimmen möchten. So hat man uns es zumindest erzählt. Aber wir sind keine Bergsteiger und so geht es für uns heute auf das kleine Matterhorn, auch bekannt als Matterhorn Glacier Paradise. Es gehört zum Teil des Matterhorn-Massivs und auf der Höhe von 3.883 Metern soll man einen spektakulären Blick auf mehr als 1 Dutzend 4000er haben. Übrigens ist da oben die höchstgelegene Bergstation Europas. So hoch waren wir noch nie, zuletzt haben wir tatsächlich in den USA unseren ersten 3000er geschafft und da sind wir genauso bequem mit der Gondel rauf wie heute.
Da wir noch nicht wissen, wie wir auf diese Höhe reagieren, machen wir einen Zwischenstopp auf der Station Trockener Steg. Akklimatisieren mit Kaffee, Sonnenschein und herrlichem Ausblick. Das ist aber nicht dieser Ride, ne? Das ist noch ein anderer, ne? Ja. Der ist da hinten wahrscheinlich, ne? Ja, na, runter tun wir mal hier halten. Ja. Haben wir für uns allein. Und dann geht es weiter hoch mit einer ganz besonderen Gondel, dem Crystal Ride. Da wir wie immer früh dran sind, haben wir das Glück, diese Gondel ganz für uns allein zu haben. Herzlich willkommen im Matterhorn Glacier Ride, der höchsten 3S-Bahn der Welt. Welcome to the Matterhorn Glacier Ride, the highest 3S cableway in the world. Cordial bienvenue à Matterhorn Glacier Ride, la télécabine tricable la plus haute du monde. Benvenuti sul Matterhorn Glacier Ride, la funivia trifune più alta del mondo. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Fahrt mitten durch die atemberaubende Bergwelt. Nur Fliegen ist schöner. Lean back and enjoy the journey straight through the breathtaking Alpine world. Feels like flying. Asseyez-vous et profitez du voyage au milieu des montagnes et des flics. Seulement voler est plus beau. Mettetevi comodi, godetevi un viaggio tra montagne mozzafiato e cose di volare. Die Gondel selbst ist mit Swarovski-Steinen verziert, aber das ist nicht die Hauptattraktion. Über dem Gletscher öffnet sich der Boden und man hat freien Blick auf den 200 Meter unter einem liegenden Gletscher. Natürlich mit einer dicken Plexiglasscheibe dazwischen. Für Menschen mit Höhenangst etwas abenteuerlich, aber glaubt mir, es ist zu ertragen. Bei mir geht es nämlich, sobald ich in einem geschlossenen Raum bin. Halten Sie sich bereit für das ultimative Crystal Ride-Erlebnis. In wenigen Augenblicken eröffnet sich zu Ihren Füßen ein atemberaubender Blick 200 Meter in die Tiefe. Prepare yourself for the ultimate Crystal Ride experience. In just a few moments, a breathtaking view of 200 meters into the deep will be laid right at your feet. Jetzt der ist über Gletscher. Tenez-vous prêt pour l'expérience ultime du Crystal Ride. Dans quelques instants, une vue imprenable de 200 mètres de profondeur va s'ouvrir à vos pieds. Preparatevi all'esperienza straordinaria del Crystal Ride. Nel giro di pochi attimi si apre sotto i vostri piedi una vista mozzafiato fino a 200 metri più in basso.
Matterhorn Glacier Paradise, final destination. Welcome to the highest top station in all of Europe. We wish you a lot of fun on your discovery and goodbye. Und dann sind wir oben auf 3883 Metern Höhe. Europas höchstgelegene Bergstation, umgeben von 14 Gletschern und sage und schreibe 38 Viertausendern in 3 Ländern. Hier ist schon ein bisschen frischer. Ne? Steht ja gar nichts dran hier. Wie hoch? Hier oben gibt es auch den höchstgelegenen Gletscherpalast der Welt. Da laufen wir erst einmal staunend durch. Wunderschöne Skulpturen, die von Eiskünstlern gestaltet werden und immer mal wieder wechseln. Einblicke in Gletscherspalten, das Eis glitzert. Wunderschön und faszinierend. Wir merken gar nicht, dass wir uns etwa 15 Meter unter der Gletscheroberfläche befinden, also quasi mittendrin im Gletscherfeld zwischen dem kleinen Matterhorn und dem Breithorn. Nee, das ist kein normaler Betonboden. Ich sag, da drauf läuft, rutscht nämlich ganz schnell weg. Wenn du da ran willst, weißt du? Ich wollte es nur sagen. Wie kommst du dann raus? Ja. Dann hast du es Bequem ist anders. verdammt wieder hochkommen. Ja, muss außen rumlaufen. Nee, hochkommen. Ach so, meinst du? Ja. Ja, ja, komm mal noch hin, Schatz. Das ist ein chinesischer. Ja, wenn ihr Drachen. Weißt du, jetzt hast du noch nicht viele Leute, wenn die alle dann hier runterstürmen. Weißt du?
gleich. Das weiß ich nicht. Klassik. Oder soll ich die Schweizer fragen? Das ist die Schweizer Flagge. Das ist bestimmt Italien dahin. Das ist hier die Grenze. Ja, Dass das hier, ja, die, kann sein. Okay, wir spazieren kurz raus in den Schnee. Jawohl, wir haben Anfang September wohlgemerkt. Gut, wir sind keine Skifahrer, uns reicht der Blick und es ist ganz schön windig. Viel kann man hier draußen nicht machen, außer die Aussicht genießen. Also geht es für uns weiter hoch zum Gipfelkreuz. Das ist hier oben alles recht einfach zu bewältigen. Wir erklimmen den Gipfel nämlich tatsächlich erstmal mit dem Aufzug und den Rest geht es über Planken und Stege, also auch für ungeübte Menschen wie uns zu bewältigen. Der Ausblick ist fantastisch und wir treffen sogar noch Laurie und Keith aus Sacramento wieder. Das nette Pärchen, was gestern mit uns den Platz im Glacier Express geteilt hat. weil die Kutte, wo sie gehen können. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah.
Peace surrounds me. Hope is found right where I am now. Am Glacier Paradise gibt es zwar auch Gastronomie, die finden wir allerdings nicht sehr einladend. Da gefiel uns die große Terrasse unten am trockenen Steg schon viel besser. Und hier bleiben wir eine ganze Weile, einfach weil es schön ist. Und wann kann man schon seinen Kaffee und die Sonne nur 4 Kilometer entfernt von diesem imposanten Berg genießen? Aber irgendwann geht es wieder runter, denn Zermatt wollen wir auch noch erkunden. Erstmal geht es zurück ins Hotel, denn wir sind viel zu warm angezogen. In Erwartung auf kalte Temperaturen oben in der Höhe, die wir übrigens erstaunlich gut vertragen und kaum gemerkt haben, haben wir uns richtig dick eingepackt. Skiunterwäsche, Fließpulli, Jacken und jetzt ist wirklich Zeit für Shorts und T-Shirts. Das ist schon ein bisschen schön hier, hm? Mhm. Also die Schweizer Alpen, die haben schon echt was, oder? Da können doch ehrlich gesagt die österreichischen und bayerischen Alpen einfach. Okay, von hier kannst du es da runter wandern nach Zermatt. Ja. Das wäre bestimmt auch mal was noch, so weißt du? Zermatt steht natürlich im Zeichen des Matterhorns und dessen Erstbesteigung, die von hier startete. Der Engländer Edward Whymper hatte sich zum Ziel gesetzt, das Matterhorn zu besteigen, das als letzter unbezwingbarer Gipfel in den Alpen gab. Er hatte mehrere Versuche unternommen, den Gipfel zu erreichen, aber er scheiterte immer wieder.
Am Morgen des 14. Juli 1865 startete Whymper von Zermatt aus gemeinsam mit einer Gruppe, die aus 6 weiteren Personen bestand, den Briten Lord Francis Douglas, Charles Hudson und Douglas Hadow sowie die erfahrenen Bergführer Michel Croix und den beiden Zermatter Brüdern Taugwalder. Die Gruppe entschied sich für den Aufstieg über den Hörnli-Grat, die Nordostflanke des Berges, die zwar schwierig, aber als machbar eingeschätzt wurde. Nach einem anstrengenden Aufstieg erreichten sie gegen 13:40 Uhr den Gipfel des Matterhorns. Die Freude über den Erfolg war jedoch nur von kurzer Dauer. Beim Abstieg kam es zu einer Tragödie. Douglas Hadow, ein unerfahrener Bergsteiger, stolperte und riss Croix, Hudson und Douglas mit sich in die Tiefe. Die 4 stürzten etwa 1000 Meter in den Tod. Whymper und die Taugwalders, die an einem höheren Punkt gesichert waren, überlebten den Sturz und kehrten schwer erschüttert nach Zermatt zurück. Die Erstbesteigung des Matterhorns markierte einen Wendepunkt im Alpinismus. Sie war ein Triumph menschlicher Entschlossenheit und Ausdauer, wurde jedoch durch die tödliche Tragödie überschattet. Du musst echt auf die Radfahrer aufpassen, ne? Ich finde das fürchterlich mit dem Jetzt müssen wir rechts. Ich bin so rücksichtslos. Rechts, Nee, links, hast recht. Stimmt. Schatz. Das wäre die Straße, jetzt wenn wir zum Paradise durchgelaufen wären. Aber wir sind dann abgebogen. Guck, hier sind hier ein Bergsteiger. Ein Besuch auf dem Bergsteigerfriedhof beeindruckt uns sehr, denn hier wird einem bewusst, wie viele Menschen tatsächlich in all den Jahren ihr Leben am Berg verloren haben und sicher auch noch verlieren werden. Der jüngste Grabstein, zumindest den wir entdeckt haben, ist aus dem Jahre 2002. Mit dem Bergsteigerfriedhof soll das Andenken in Ehren gehalten werden und heute noch besuchen Angehörige die Gedenkstätten. Matterhorn, Juni 1959. Aber es war wahrscheinlich die Seilschaft da. Da stimmt noch ein Schuh von dem. Ja, ja. Hier werden auch 2 Männer geehrt, die ihr Leben nicht am Berg gelassen haben, obwohl ihr Leben dem Berg gegolten hat. Die Taugwalders, die Bergführer von Edward Whymper, dem Erstbesteiger. Führer. Die berufstreuen Führer, Erstbesteiger des Matterhorns 1865. Da ist einer in Düsseldorf geboren hier. Ja. Viele Bergsteiger hier. Da vorne in der Straße sind aber auch noch welche. Wenn wir nochmal herfahren, gehen wir auch mal in das Matterhorn-Museum. Ja. Wenn wir immer nochmal herfahren. Hier, weil hier hast du diese alten Hütten, weißt du? Mit Blick aufs Wasser.
Wir bummeln durch diesen schönen Ort, der so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Viele urige alte Häuser, Gastronomie, Geschäfte. Wir bummeln und lassen uns treiben. Zermatt ist ziemlich gut besucht, uns ist es schon fast zu voll, trotzdem genießen wir die Atmosphäre im Ort. Eine gemütliche Einkehr mit Erfrischung hier, ein Souvenir dort und uns fällt auf, dass viele Radfahrer eine kleine Glocke am Lenker haben. Die bimmelt immer leise vor sich hin und macht so auf die Radfahrer aufmerksam, ohne dass diese ständig die Fahrradklingel betätigen müssen. Das nennt sich Swiss Trail Bell und ratet mal, was ich jetzt auch am Lenker habe. Natürlich mit Matterhorn drauf. Wir machen noch einen Spaziergang durch die, nennen wir sie mal Altstadt, mit den vielen urigen, alten und sehr gut erhaltenen Häusern und dann geht es zurück zum Hotel. Ja, wir genießen den Tag wahnsinnig und viel zu schnell ist es fast Abend. Ein Manko gibt es allerdings. Zermatt ist autofrei, was an sich wirklich eine angenehme Sache ist. Hier fahren nur zugelassene Elektrowägelchen, Handwerker und Hotelshuttles zum Beispiel. Dafür sind hier ziemlich viele Radfahrer unterwegs, was an sich ja auch nicht schlimm ist, ganz im Gegenteil, wir sind ja selber welche.
Aber hier ist uns aufgefallen, dass sie teilweise wie die Vollidioten im Zickzack durch die Fußgängerzone rasen und die Passanten als Hindernisparcours missbrauchen. Uns wäre dem Dialekt nach Einheimischer fast von hinten in die Hacken gefahren. Also warum auch klingeln, wenn die Bremsen laut quietschen? Wir haben uns total erschrocken. Und dann wurde dieser Kerl auch noch frech und fuhr mit Schimpftiraden gegen die Touristen von dann. Also Zermatt, da solltet ihr was tun. Sowas muss ja nun wirklich nicht sein. Ja, langsam fahren. Ja, hab ich gebremst oder hab ich nicht gebremst? Wieso klingeln Sie denn nicht? Ja, klingeln. Warum klingeln Sie denn Ja, nicht? auf dem Video oder Ja, bremst? hinter mir oder was? Bremsen ist Ja, klingeln. gar nicht. Wenn ich jetzt hier mit 50 Stundenkilometer durchgefahren habe, bin ich so langsam. Oder Bremsen quietschen ist klingeln. Also bremst nicht quietschen? Sowas für Asoziales, oder? Ja. Und dann noch älterer. Eins hast du halt überall, ne? Aber das war auch wirklich der einzige unfreundliche Genosse, dem wir begegnet sind, und unsere Sympathie zu Zermatt hat das nicht wirklich geschmälert. Die Menschen hier sind sehr freundlich und hilfsbereit und auch immer wieder zu einem kleinen Plausch aufgelegt. So haben wir dann auch lernen dürfen, dass man hier nicht Servus sagt, sondern Tag wohl. Ja, das siehst du mal viel kurz. Wahrscheinlich noch nie an. So. Zum Abendessen erwartet uns heute ein Schweizer Käsefondue. Das muss man hier einfach mal gegessen haben. Okay, wir lieben Käsefondue, gibt es bei uns mittlerweile als Weihnachts- und Silvestertradition. Da sind wir aber nicht in der Schweiz. Prost. Prost! Prost. Unser Hotel bietet das Käsefondue in einem niedlichen Gartenchalet an. Liebevoll hergerichtet, richtig gemütlich und sogar romantisch. Man isst hier für sich und kann eine leckere Walliser Platte und das anschließende Fondue genießen. Können wir wirklich nur empfehlen. Ich glaube, es geht los. Ja? Ja, da kommt. Da kommt was. Kommt was. Hallo! Hallo! So, jetzt lassen wir los, ha? Ja. Wow! Schweizer Käsefondue. Hier. Da ist es. Alles gut. Hey. Gefunden. So. Haben wir es jetzt geschafft. Ist leer. Ja, viel Brot aber auch nicht. Nee, Also, naja. War lecker. sehr, sehr lecker. Und dann bricht sie an, unsere letzte Nacht in Zermatt. Aber wir genießen trotzdem nochmal unseren Balkon und ziehen Fazit. Zermatt ist auf jeden Fall mehr wie diese eine Reise wert. Wunderschön und von spektakulären Bergen umgeben. Hier gibt es noch viel mehr zu sehen und zu erleben. Wir müssen also nochmal herkommen und das nur zu gerne. Preislich ist Zermatt moderat für Schweizer Verhältnisse. Teurer wie Deutschland oder Österreich, ja, aber lange nicht so überzogen wie in St. Moritz. Auch die letzte Nacht in Zermatt haben wir wunderbar geschlafen und es ist mal wieder sehr früh, als wir wach werden. Und noch dunkel. Eigentlich wollten wir schon zum Frühstück, da begrüßt uns ein glühendes Matterhorn. Die aufgehende Sonne leuchtet in den Berg und es ist wirklich eine Freude, dass wir das sehen dürfen. Wir warten, bis das Glühen nachlässt, also das lassen wir uns nicht entgehen und erst dann geht es zum Frühstück. Ein letztes Mal dieses verführerische Buffet und dann heißt es Abschied nehmen. Ein kleines Elektroshuttle bringt uns zum Bahnhof und dann geht's los. Mit der ganz normalen Bahn fahren wir nochmal durch diese wunderschöne Landschaft. Bis Visp kennen wir die Strecke ja noch von vorgestern.
Von Visp geht es nach Bern, aber die Landschaft ist schon weniger spektakulär. Schön, ja, aber es wird flacher. Von Bern über Basel und dann sind wir schon wieder in Stein, da wo wir am Sonntag gestartet sind. I can't seem to lift my head straight. Just laying in the shades with you. Win or lose, we take it easy. Day by day, oh that's what we do. Watching people all stressed out, running through their lives, a game they play, 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever, stay at home or in a foreign land. I can stay like this forever, 'cause I got the world in my hand. Don't you worry about tomorrow. Let's stay up until the morning light. Let the sun take care of your sorrow. And I promise the kids will be alright, 'cause we don't want them all stressed out, running for their lives, a game they play, 1,000 miles of sadness. I can be with you wherever, stay at home or in a foreign land.
Ab jetzt geht es wieder mit dem Auto weiter und zwar in einem Rutsch Richtung Heimat. Unterwegs erinnern wir uns immer wieder an 3 wunderschöne Tage in der Schweiz. Nicht alles war perfekt, aber trotzdem schön. Sehr erholt haben wir uns und sind irgendwie total entschleunigt. Ein kleines Fazit zum Glacier Express. Der Glacier Express kostet schon in der 2. Klasse eine Menge Geld. Der Service ist sicher tagesformabhängig. Bei uns war er mittelmäßig, aber zumindest waren alle recht freundlich. Essen haben wir nicht bestellt, es sprach uns nicht wirklich an, was auf der Karte angeboten wurde. Wir können also keine Empfehlung zum Essen im Glacier Express abgeben, werden wir auch nicht tun, aber ganz ehrlich, appetitlich sah es nicht aus. Man sitzt in der 2. Klasse wirklich beengt, da tut es schon ganz gut, wenn man sich zwischendurch mal etwas bewegt, nicht nur zur Toilette, auch mal raus auf den Bahnsteig, wenn die Zeit es erlaubt, denn der Glacier Express hält an verschiedenen Bahnhöfen. In der 1. Klasse hat man etwas mehr Platz, kostet dafür aber auch mehr, alles andere ist gleich. Dann gibt es noch die Excellence Class, da gibt es gemütliche Lounge-Sessel mit viel Platz, einen persönlichen Concierge, ein 6-Gänge-Menü, Snacks, Softdrinks, alles inklusive. Kostet dann aber auch etwa das 10-fache eines 2-Klasse-Tickets. Okay, wer es kann und mag, bitteschön, die Aussicht ist aber auch nicht anders. Also einmal Glacier Express war schon ein Erlebnis. Die Strecke würden wir gerne nochmal fahren, denn sie ist wirklich wahnsinnig schön, aber nicht nochmal mit dem Glacier Express. Das kann man für weniger Geld tatsächlich auch mit der ganz normalen Bahn abfahren. Hat vielleicht sogar den Vorteil, dass man mehrere Etappen fahren kann und so mehr von den Orten wie zum Beispiel Davos und Chur sieht. Man könnte übernachten oder eine längere Pause einlegen, um etwas Sightseeing zu machen und fährt dann einfach mit der nächsten Bahn weiter. Ohne Auto? Ja, das hat was, wenn die Anbindungen stimmen. Und das haben sie, zumindest in der Schweiz. Wir werden heute nach einem kurzen Stopp in Luxemburg irgendwann in der Nacht zu Hause ankommen. Schlafen, Koffer packen und übermorgen geht es schon weiter. Auch ohne Auto. Das wäre nämlich der absolute Wahnsinn. Das brauchen wir da, wo es hingeht, ganz sicher nicht. Denn uns erwartet ein weiterer Sehnsuchtsort und das komplette Kontrastprogramm zur idyllischen Schweiz. Bleibt dabei und lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nicht, wenn wir in unserem eigenen Tempo New York City erkunden. So viel vorab. Ein Sehnsuchtsort seit Kindertagen, heute ein absoluter Herzensort. Danke fürs Zuschauen. See you soon.